Versetzen Sie sich in die folgende Situation. Zufällig stehen wir im Vorraum des Büros des Geschäftsführers. Wir unterhalten uns gerade mit dem Assistent der Geschäftsführung darüber, dass gerade ein ziemlich aggressiver Wettbewerber aus USA uns die Kunden abwirbt und damit Marktanteile in unserem Stammmarkt in Europa wegnimmt. Zufällig steht die Tür zum Büro des Geschäftsführers auf und Sie können einen Blick auf das Flipchart werfen, das der Geschäftsführer gerade mit anderen aus einer Beratungsfirma zeichnet und bespricht. Der Geschäftsführer winkt Sie unerwartet nun ins Büro. Jetzt erfahren Sie, worum es geht, nämlich dass die Beratungsfirma damit beauftragt werden soll, zu prüfen, ob jetzt genau der richtige Zeitpunkt für Ihr Unternehmen ist, neue internationale Märkte zu erschließen oder ob Sie besser in Produktinnovation investieren sollten, um beispielsweise die Nachfrage anzukurbeln. Die Berater erklären nun, dass sie eine systematische Analyse der Unternehmenssituation durchführen wollen. Erstens wollen sie eine Statusanalyse zum Erfolg Ihres Unternehmens machen und eine Einschätzung geben, welche Herausforderungen sich aus dem neuen aggressiven Wettbewerber ergeben. Zweitens werden die Auswirkungen auf die sich verändernden Märkte bewertet und Optionen zum Vorgehen entwickelt und drittens auch eine Bewertung ihrer eigenen Chancen und Gefahren vorgenommen. Überraschenderweise bekommen Sie selbst nun den Auftrag, das Projekt mit zu begleiten und im Haus durchzuführen. Ihr Job ist es nun, Daten zusammenzutragen und ein Bild zur Zukunft Ihres eigenen Unternehmens zu entwickeln. Ihre Arbeit wird also maßgeblich dazu beitragen, dem Management zu helfen, später zu entscheiden, wie es mit Ihrem Unternehmen weitergeht und wie die Wettbewerbsposition tatsächlich verbessert werden kann. In diesem Beispiel befinden wir uns mitten in einem strategischen Projekt. Strategie ist eigentlich gar nichts Abstraktes, sondern es geht meist um ganz konkrete Schlüsselfragen, die uns in Bezug auf die Zukunft eines Unternehmens beschäftigen. Anhand dieses Beispiels sehen Sie, um was es hier gehen kann. Konkret bedroht uns ein aggressiver neuer Wettbewerber. Nun gilt es also ziemlich schnell, wichtige Fragen zu beantworten. Welche Wachstumsoptionen gibt es für uns? Sollten wir besser internationalisieren oder sollten wir besser in Produktinnovation expandieren? Wenn ja, wie setzen wir diese Expansion um? Und welche Auswirkungen hat dies denn auf die Ressourcen im Unternehmen, die wir dafür brauchen? Diese Strategiefragen sind also für das zukünftige Überleben eines Unternehmens von entscheidender Bedeutung. Diese und ähnliche Strategiefragen treffen natürlich häufig die leitenden Manager, Vorstände, Geschäftsführerinnen im Unternehmen, also die Spitze einer Organisation. Geklärt werden hier auch Fragen zur Ressourcenausstattung oder zu den Maßnahmen zur Bewältigung bestimmter Wettbewerbssituationen. Im Unternehmen müssen auch die mittleren Führungskräfte die strategische Ausrichtung verstehen, damit sie wissen, wie sie Unterstützung vom Top-Management für ihre eigenen Initiativen erhalten können und wer die Personen eigentlich sind, die für die Strategie verantwortlich sind. Falls Sie selbst als Manager in einem Unternehmen tätig sein wollen, dann müssen Sie auch sich mit der Strategie Ihres potenziellen Arbeitgebers vertraut machen, denn Sie als Manager sollten davon überzeugt sein, dass die Strategie Ihres Arbeitgebers auch zukunftsfähig genug ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn Sie selbst über eine Karriere im Strategiebereich nachdenken. Beispielsweise als Strategieberaterin, als strategische Planerin oder auch als eine Schlüsselposition, um später dann eine Blitzkarriere im Unternehmen bis hinauf in den Vorstand hinzulegen. Hinzu kommen außerhalb der Organisation natürlich auch Interessengruppen wie Investoren, Banken, Risikokapitalgeber, die auch ein Interesse an der Entwicklung der Strategie haben und natürlich versuchen werden, diese zu beeinflussen. Eine Strategie zu entwickeln ist unabhängig von der Größe des Unternehmens. Strategien können für große multinationale Unternehmen im privaten Sektor, für kleine Unternehmensgründungen, für große oder auch kleine Familienunternehmen, aber natürlich auch für Organisationen im öffentlichen Bereich wie Schulen oder Krankenhäuser oder auch für gemeinnützige Organisationen oder Wohltätigkeitsorganisationen entwickelt werden. Auch wenn ich mich wiederhole, können wir nochmals betonen, dass Strategie nichts Abstraktes ist, sondern von ganz konkreter Bedeutung für die jeweilige Organisation. Dies ist auch ein Grund dafür, warum gerade im strategischen Managementbereich die Fülle an Informationen, Publikationen, Studien, Newsblogs und so weiter enorm groß ist und dieses Feld teilweise für Neueinsteiger schwierig ist zu verstehen oder sogar ein passendes strategisches Framework oder einen passenden strategischen Ansatz zu finden. Denn Strategie kann aus sehr unterschiedlichen Perspektiven erläutert werden, was wir auch tun wollen, nämlich aus der wirtschaftlichen Perspektive, aus dem Finanzmanagement heraus oder auch dem operativen Management. Andere Perspektiven nehmen auch die der Verhaltenswissenschaft oder der Psychologie ein. Wenn Sie schon Strategiebücher gelesen haben, dann rufen Sie sich vielleicht in Erinnerung, welche Perspektive dieses Buch einnahm. Vor allem
Populärwissenschaftliche Strategiebücher tendieren dazu, meist nur eine einzige disziplinäre Perspektive einzunehmen, wie beispielsweise die ökonomische Perspektive. Es kommt jedoch darauf an, vor allem alle kritischen Themen, die die Arbeit des Strategen betreffen, in die Entwicklung einer Strategie mit einzubeziehen. Dies sind beispielsweise die der Organisationspolitik oder auch der Kultur. Strategie ist also nicht nur bezogen entweder auf eine verhaltensorientierte Seite oder eine ökonomische Seite. Wir brauchen ein Bild von einer Organisation, das ganzheitlich ist, das also die Strategie wiedergibt, die möglichst der Realität nahe kommt. Und wir können in die Entwicklung dieses Strategiebildes die Erkenntnisse vieler verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen einbeziehen, der ökonomischen oder auch der menschlichen Seite des Managements. Aber was genau verstehen wir unter Strategie? Der Begriff der Strategie hat eine sehr lange Geschichte, die sich etymologisch auf das altgriechische Wort Strategos oder auch Kunst der Heeresführung zurückführen lässt. Strategie entstand bereits sehr früh im Militärwesen im alten Griechenland. Benannt wurden damit damals bereits die Möglichkeiten des Einsatzes militärischer Streitkräfte zur Vorbereitung eines Landes auf Angriffe von Gegnern oder auch zu Fragen der Kriegsführung. Auch in China entstand ein Großteil des strategischen Denkens, so wie wir es heute kennen. Der chinesische General Sun Tzu mit seinem Werk Die Kunst des Krieges ist bis heute sehr bekannt und gehört eigentlich zur Standardliteratur im Strategiebereich. Seine 68 Thesen zur Durchführung militärischer Strategien werden heute noch genutzt, um bestimmte strategische Entscheidungen vorzubereiten. In Europa gilt Karl von Clausewitz als Vater der modernen westlichen Militärstrategie und formte auch unser heutiges Verständnis von Strategie. In Clausewitz' Ausführungen wurden erstmals auch die politischen Eigenschaften der Kriegsführung hervorgerufen. Also nicht nur reine Militärstrategie, sondern dies als Bestandteil einer gesamtheitlichen Politik. Und genau diese Idee hielt dann später auch Einzug in das Denken über Strategie, wie wir es heute kennen, was sich ungefähr in den 1960er Jahren so langsam prägte. Beispielsweise überführte Alfred Chandler, einer der ersten Strategietheoretiker, den Strategiebegriff tatsächlich in den Management-Kontext. Sie kennen möglicherweise den Spruch, Struktur folgt Strategie. Dies geht auf Chandler zurück und prägte lange Zeit auch unser heutiges Strategieverständnis. Seit dieser Zeit werden immer mehr Ansätze von Strategie entwickelt und die Konzepte werden immer ausdifferenzierter, aber gleichzeitig natürlich auch undurchsichtiger. So sprechen wir heute von Digitalstrategien, Marketingstrategien, Produktionsstrategien, Sourcingstrategien, Nachhaltigkeitsstrategien, ohne vielleicht immer zu berücksichtigen, ob es sich tatsächlich um eine Strategie mit einem echten strategischen Kern handelt oder ob es sich nur um eine reine Ambition oder eben ein Wunschversprechen handelt. Richard Rumelt bringt das auf den Punkt und spricht dabei vom sogenannten Fluff. Prägen Sie sich genau diesen Begriff ein, denn Fluff wird Ihnen helfen, in Zukunft gute von schlechten Strategien zu unterscheiden. Sie werden in der Lage sein, die Strategien zu identifizieren, die gar keine sind, die also vorwiegend aus Kauderwelsch bestehen und sich nur als strategisches Konzept tarnen. Rumelt bezeichnet dies als sogenannte Sonntagsworte, also esoterische Begriffe, die uns die Illusion vorgaukeln, es wären Worte mit strategischer Bedeutung. Machen Sie mal einen Selbstversuch und suchen Sie sich ein Strategiepapier heraus, mit dem Sie vor kurzem gearbeitet haben oder das Sie in Ihrem Unternehmen gesehen haben. Prüfen Sie nun dieses Dokument auf sogenannte Fluffs ab. Wie viel echte Substanz bleibt noch? Folgen wir der Idee des Fluffs, ist die Idee von Strategie also, die Stärken einer Organisation in Schwächen umzuwandeln und dann so konkret wie möglich das zu beschreiben. Beschreiben lässt sich dies anhand eines kohärenten Sets, bestehend aus Zielen, der Definition von Ressourcen und den notwendigen Rahmenbedingungen. Nicht zufällig entwickelte sich beispielsweise Amazon von einem Buchhändler hin zu einem E-Commerce-Dienstleister. Oder Disney, nehmen wir das Beispiel. Auch die Entwicklung weg von einem Unternehmen für Zeichentrickfilme hin zu einem Entertainment-Konzern war nicht rein zufällig, sondern folgte und folgt einer kohärenten Strategie, die über Jahrzehnte hinweg umgesetzt wird. Die Strategieforschung nun liefert uns Möglichkeiten, um Strategie besser zu verstehen und zu kommunizieren. Die Idee ist stets einfach, nämlich eine bestimmte Sicht auf die Dinge einzunehmen, was ein Unternehmen wie in der Zukunft tut. In der Abbildung sehen Sie dazu ganz verschiedene Ansichten einiger wichtiger Strategievertreter. Chandler beispielsweise, über den wir schon gesprochen haben, betont in seinen Ansichten meist den logischen Ablauf zwischen der Festlegung von Zielen, der Zuteilung von Ressourcen und dann dem Erreichen des Ziels. Porter beispielsweise konzentriert sich darauf, dass bei der Strategiedefinition bewusste Entscheidungen für die Unterschiede zwischen einem und einem anderen Unternehmen und dem Wettbewerb getroffen werden. Peter Drucker, auch einer der berühmten Vertreter, empfiehlt bei der Entwicklung von Strategie, sich auf die sogenannte Theory of the Firm zu konzentrieren. Mintzberg, auch ein wichtiger Vertreter, verwendet erst gar nicht das Wort Strategie, sondern wählt
das Wort Muster oder Pattern, um eben der Tatsache Rechnung zu tragen, dass Strategien nicht immer einem bewusst gewählten und logischen Plan folgen, sondern eher ad hoc und manchmal auch chaotisch entstehen können. Manchmal spiegeln Strategien eine Reihe von inkrementellen Entscheidungen wider, die sich erst nach einiger Zeit zu einem erkennbaren Muster oder eben auch zu einer Strategie zusammenfügen. All diese Definitionen verbinden drei wesentliche Merkmale, nämlich dass Strategie sich nicht an kurzfristigen, sondern an langfristigen Entwicklungen orientiert. Wir nehmen also eine langfristige Perspektive ein. Zweitens geht es stets um eine bestimmte Entscheidung zu einer Richtung, in der wir die Organisation entwickeln. Und drittens geht es um die Organisation dessen, wie wir dorthin kommen. Schauen wir uns den ersten Aspekt der langfristigen Perspektive anhand der folgenden Grafik etwas genauer an. Das Drei-Horizonte-Framework zeigt, dass Unternehmen ihre Geschäftsaktivitäten anhand verschiedener Zeithorizonte betrachten können. Im Horizont 1 geht es um die Erweiterung oder die Verteidigung der aktuellen Marktposition, also der Kernaktivitäten des Unternehmens. Nehmen wir Tesla als Beispiel. Dann zeigt sich im Zeithorizont 1, dass Tesla beispielsweise Strategien entwickelt, um ein neues Modell zu planen und an den Markt zu bringen. Dieses Geschäftsfeld muss dann verteidigt und erweitert werden. Man weiß aber schon heute, dass dieses Geschäftsfeld in einigen Monaten oder Jahren bereits wieder gefährdet sein wird. Es werden die Umsätze abflachen, der Wettbewerb wird zunehmen und es gilt, neue Geschäftsfelder aufzubauen. Um genau das geht es im Horizont 2. Es geht also um neue Quellen für Umsatz und Wachstum. Für Tesla ist das beispielsweise das Geschäft mit Batterien. Schließlich geht es noch um die Geschäftsstrategie im Horizont 3. Diese sind tatsächlich offener und die Ergebnisse aus dieser Strategieentwicklung ungewiss. Dabei handelt es sich typischerweise um riskante Forschungs- und Entwicklungsprogramme, Startups, Testmarktpiloten oder ähnliche Beta-Versionen. Bei Tesla könnten dies beispielsweise solarelektrische Initiativen sein oder die Initiative zum Raumtransport oder zum Hyperloop. Für ein schnelllebiges Unternehmen wie Tesla könnte der Horizont 3 bereits in wenigen Jahren Gewinne abwerfen. Nehmen wir einen Pharmakonzern, in dem Forschung und Entwicklung sowie die regulatorischen Prozesse für ein neues Medikament über viele Jahre hinweg laufen, könnte der Horizont 3 in einigen Jahrzehnten erst erreichbar werden. Der zweite Aspekt ist der Richtung. Der strategische Weg von Tesla war es, vom ursprünglichen Elektroauto hin zu einem sehr diversifizierten Angebot, bestehend aus Raketentechnologie, Solarstrom, Medizintechnologie, KI und Hyperloop zu kommen. Sie sehen das hier recht deutlich in dieser Grafik. Manchmal zeigt sich die strategische Richtung erst im Laufe der Zeit als ein kohärentes Muster und kann ganz am Anfang eines Unternehmens und einer strategischen Entwicklung noch gar nicht identifiziert werden. Typischerweise versuchen aber Manager und Unternehmer, die Richtung im Unternehmen anhand meist kurzfristiger Ziele festzulegen und dann auch zu prüfen, ob eine Strategie kurzfristig Sinn macht. In privatwirtschaftlichen Organisationen wird hier oftmals von Gewinnmaximierung als Ziel für die Aktionäre gesprochen. Die Gewinne aber, und das ist das Problem bei der strategischen Arbeitsweise, geben keinerlei strategische Richtung vor. In der folgenden Grafik sehen Sie beispielsweise, dass Tesla eigentlich noch nie einen Gewinn erzielt hat und dennoch gehört es zu den strategisch innovativsten Unternehmen der Welt. Im privaten Sektor ist der Gewinn also nicht immer das einzige Kriterium, an dem Sie eine gute oder eine schlechte Strategie messbar machen können. Die Ziele, die hinter der strategischen Ausrichtung stecken, die sind interessanter als kurzfristige Gewinnziele. Kommen wir nur noch zum dritten Aspekt, der Organisation. In der Strategiearbeit ist es wichtig, in die Organisation zu schauen und zu verstehen, welche internen und externen Interessengruppen es gibt, die mit unserem strategischen Verständnis und Vorhaben in Verbindung stehen. Unternehmen sind keine isolierten Einheiten, sondern hängen oft von Interessen anderer ab. Das können Lieferanten, Kunden, Kooperationspartner, Regulierungsbehörden oder Investoren sein. Ein gutes strategisches Management berücksichtigt daher auch immer die Fragen der Interessenten. Bei einer guten Strategie also geht es sowohl, wie wir gesehen haben, um die praktischen und konkreten Ziele, die das Management in Zukunft erreichen will, als auch um die Frage, wie sich die Strategien bilden und dann im Unternehmen entwickeln lassen.